Herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Ich bin Adam und heute beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Variationen der Feldbluse, wie sie über die Jahre entwickelt wurden. Erstmal als Einstieg, die Feldbluse 36, wie wir sie als erste Feldbluse kennen, ist nicht die erste Feldbluse in diesem Stil. Es gab bereits 1933 durch die Reichswehr eine vollendete Entwicklung der alten Feldbluse, wie man sie aus dem Ersten Weltkrieg kennt, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Diese war um einiges kürzer als die Feldbluse davor und hatte weniger Knöpfe und sieht fast so aus wie die M36, nur dass sie da schon einen feldgrauen Kragen hatte und nicht einen grün wie die M36. Dazu muss man sagen, wieso M? M36 und sowas waren Begriffe, die während des Krieges nie benutzt wurden, die erst im Nachhinein unter Sammlern und unter Reenactern und für generelle Kategorisierung eingeführt wurden. Das M steht dabei für Mark. In der deutschen Wehrmacht und im Heer generell war es immer Heeresdienstanzug, Modell und dann das Jahr. Modell 36 zum Beispiel, mit der wir heute anfangen, da das erste Modell ist, welches wirklich bei der Wehrmacht benutzt wurde und auch als Reproduktion zur Verfügung steht. Hier haben wir diese Feldbluse mal aufgestellt. In dem Fall eine Artilleriefeldbluse, wie man an der roten Paspellierung sieht. Wir haben hier das früheste Modell, welches offiziell von der Wehrmacht benutzt wurde. Ab 1934, genau genommen ab dem 17. Februar, wurden auch alte Feldblusen mit dem neuen Hoheitsabzeichen, wie man es hier sieht, also Adler mit Hakenkreuz im Kranz, das Hakenkreuz natürlich hier nicht vorhanden, benutzt wurden. Und bis es zu dieser 36er Bluse kam, wie man sie hier sieht, gab es eben schon einige Veränderungen. Mit der 36er wurde erstmals die dunkelgrüne Kragenfarbe eingeführt, beziehungsweise mit dem Modell davor, aber hier wirklich offiziell das erste Mal, dass diese Feldbluse 1932, 33 entwickelt wurde, wurde auch von der Länge Abstand genommen, wie sie vorher bei der Kaiserlichen Armee war. Diese hatte vorher 8 Knöpfe und war um einiges länger. Allerdings, da ja bekanntlich in den 30er Jahren die Motorisierung immer mehr ein Faktor wurde, musste die Bluse kürzer werden, um mehr Beweglichkeit in die ganze Sache reinzubringen. Wie wir sehen, 1, 2, 3, 4, 5 Knöpfe anstatt 8. Der grüne Kragen ist eben ein Merkmal für diese frühe Bluse und die Kragenspiegel sind nochmal auf einem extra Stoff aufgebracht. Auch Rangabzeichen und ähnliches, wie zum Beispiel der Gefreitenwinkel, der hier angebracht worden wäre auf diesem grünen Stoff angebracht. Dazu die Schulterklappen sind auch eigentlich in dieser dunkelgrünen Farbe und die Taschen sind noch sehr schön gearbeitet mit einer Falte, dass sich diese Tasche wirklich weit öffnen lässt. Dann im Innenfutter geht es weiter. Da müssen wir die Bluse mal umdrehen. So, jetzt haben wir die Bluse mal umgedreht, um uns das Innenfutter anzugucken. Zu sehen ist hier, dass das ganze Innenfutter mit Seide oder Kunstseide in diesem Fall für die Reproduktion gefüttert ist. Der Kragen hat Nähte, um ihn extra straff zu machen und dass er schön steht. Die Knöpfe für die Kragenwinde sind ebenfalls vorhanden. Sie befinden sich, wo sind sie denn? Hier, da. Die Kragenwinde war ein Stück Stoff, was man in den Kragen eingeknöpft hat, um das Scheuern der Bluse auf der nackten Haut zu vermeiden und eben sie nicht voll zu schwitzen, dass man einfach nur dieses kleine Stück Stoff waschen musste und nicht die ganze Bluse. Denn diese Blusen gingen sehr schwer zu waschen und im Felde wurden sie auch wirklich nur mit klarem Wasser oder Waschbenzin gewaschen. Heutzutage sollte man es auch vermeiden, sie in die Waschmaschine zu tun, weil eben die Wolle, der Wollstoff und die ganzen Nähte sich nicht damit vertragen und das dann einfach alles sich zusammenzieht. Es gibt eine Innentasche. In dieser Innentasche war immer ein Verbandspäckchen und hier sieht man die Einschübe für das Koppeltragegestell. Das Koppeltragegestell war ein Y-Riemen quasi in der Bluse, also der ging hier lang auf der Innenseite und endete hier in den Koppelhaken. Das heißt, man konnte die Koppel oder den Koppelriemen konnte man einhaken und war nicht darauf angewiesen, unbedingt ein externes Tragegestell zu haben. Dieses ist hier nicht vorhanden, allerdings kann man es bei dieser Bluse noch entfernen. Generell ist diese Bluse natürlich sehr aufwendig und vor allem durch die verschiedenen Farben,
sehr zeitaufwendig und sehr materialaufwendig und deshalb, sobald der Krieg anfing, wurde das als erstes wirklich vereinfacht. Und das sehen wir gleich in der M40-Bluse. Nun sind wir im ersten Kriegsjahr 1940. Das heißt, das ist sozusagen die erste Kriegsbluse. Die 1936er Bluse war ja noch in Friedenszeiten entstanden und basierte noch auf dem Weimarer Modell, welches schon 1932, 1933 wirklich angefangen wurde zu entwickeln und im Ende 1933 dann wirklich fertig war. Diese Bluse unterscheidet sich von der M36 in vor allem farbgeblichen Details. Wie man sieht, ist der Kragen nicht mehr farblich abgesetzt durch ein dunkleres Grün, die Schulterklappen ebenso wenig und die Kragenspiegel sind direkt auf der Bluse aufgenäht. Der Adler ist ebenfalls ein anderer. Der bei der M36 war auf dunkelgrünem Grund mit weiß, wie man zum Beispiel hier an der Feldmütze auch sieht. So war der bei der Bluse M36 auch. Bei der M40 wurde davon Abstand genommen und es wurde grauer Stoff auf dunkel- oder feldgrauem Stoff benutzt. Anderswo hat sich die Bluse kaum verändert, es sind immer noch genauso viele Knöpfe vorhanden, es sind die gleichen Taschen vorhanden, der Schnitt generell ist gleich, das Infutter ist ebenfalls identisch und an sich hat sich an der Bluse nicht so viel verändert. Allerdings kam ein Jahr später direkt die M41 raus. Wir befinden uns jetzt im Jahr 41, das heißt Operation Barbarossa ist angelaufen, Frankreichs Feldzug ist beendet und es werden immer mehr neue Feldblusen benötigt. Da wird natürlich vor allem darauf Rücksicht genommen, was die Soldaten möchten und was eben im Feld als Rücksprache kommt, was fehlt. Das war bei der M41 vor allem die Anzahl der Knöpfe. Es wurde ein 6. Knopf hinzugefügt, um eine bessere Schließung zu gewährleisten. Auch wenn ein Knopf, sage ich mal, abreißt, ging die Jacke noch gut zu. Ansonsten hat sich zur M40 kaum etwas verändert. Diese Bluse ist die Bluse eines Unterfeldwebels. Wie gesagt, auch mit dem Brustadler, der schon dunkler gefärbt ist. Hier ein EK2-Band, ein allgemeines Stummerzeichen und eine Signalpfeife. Die Kragenbinde ist ebenfalls angebracht. Und hier sieht man auch die Funktion, dass eben nicht Wolle auf Hals reibt. Das war eigentlich so der große Unterschied zur Bluse davor. Eben der eine Knopf mehr. Es war ja auch nur ein Jahr Unterschied. Und jetzt befinden wir uns schon mitten im Angriff auf Russland. Und die Blusen entwickeln sich immer weiter in Richtung Einfachheit. Und das heißt, wir machen jetzt mit der M42 Bluse weiter. Jetzt befinden wir uns im Jahre 1942, das heißt vollkommene Chaos an der Ostfront. Diese Bluse spiegelt es auch ziemlich wider. Es wurde immer mehr gespart, selbst an den kleinsten Sachen. Hier natürlich jetzt bei dieser Reproduktion falsche Kragenspiegel, nicht ordentlich aufgenäht und der Adler, das lassen wir jetzt einfach weg. Das erste, was auffällt, sind natürlich die Taschen, die jetzt einfach nur noch viereckig sind. Man kann sie nicht mehr wie vorher durch die Patten weiter aufklappen. Wurde einfach weggespart, dieser aufwendige Arbeitsschritt. Ansonsten finden die größten Änderungen im Infutter statt und das sehen wir jetzt. Wie man sieht, ist das Koppeltragegestell jetzt fest an der Bluse vernäht. Man kann es nicht mehr rausnehmen oder tauschen. Dadurch spart man sich diese doppelte Vernähung und es wurde sowieso sehr, sehr selten zu der Zeit benutzt. Auch das Material an sich, das natürlich bei der Reproduktion nicht wirklich auffällt, ist, dass im vorherigen Jahr wurden einige Blusen mit teilweise 50% Kunstseide anstatt der normalen Baumwolle oder Seide benutzt. Und jetzt waren es 100% Kunstseide. Das heißt, selbst auf diesen Rohstoff wurde verzichtet und man hat versucht, alles irgendwie zu supplementieren. Auch das Grün an sich wurde anders und es wurde einfach viel, viel mehr gemischt, was Farbstoffe angeht. Ansonsten die Taschen befinden sich immer noch hier für die Verbandsrolle. Und ansonsten hat sich am Futter nichts geändert. Ja, das Jahr 1943 markierte natürlich einen Wendepunkt im Krieg. Es gab die Schlacht um Stalingrad, die für die Deutschen mit einer Niederlage ausgegangen ist, und im Sommer noch die Schlacht bei Kursk. Das ist jetzt die Feldbluse zu der Zeit, also die M43. Diese wurde noch einmal vereinfacht. Die M42 hatte ja noch die Taschen mit der geschwungenen Form oben. Diese wurden jetzt auch komplett viereckig gemacht
und sind auch wie beim Vorgänger nur an einigen Punkten angenäht. Die größten Veränderungen sieht man allerdings im Material, was man bei dieser Bluse natürlich nicht sieht. Es wurde vor allem auf russische Beutewolle zurückgegriffen und Wolle aus anderen Armeebeständen. Dadurch waren die Blusen in verschiedener Qualität und verschiedener Farbe und alles. Das Koppeltragegestell im Inneren wurde teilweise komplett weggespart und wie beim Vorgänger auch bestand das ganze Infutter aus Kunstseide. Der Kragenspiegel wurde ebenfalls in dem Jahr eingeführt, zusammen mit der Mütze M43. Das ist jetzt ein früher Kragenspiegel, allerdings wurde ein später eingeführt, welcher komplett grau war und einheitlich für alle Truppengattungen. Also es wurde nicht mehr unterschieden zwischen Artillerie und Pionieren. Die hatten alle einen grauen Kragenspiegel. Ja, das ist auch die letzte Feldbluse in dieser Art. Danach folgte eine komplette Neugestaltung der Uniform, die M44, welche sich an der britischen Feldbluse orientierte. Diese hat sich dadurch unterschieden, dass der Adler nur noch ein Dreieck war. Das heißt, er war nicht mehr so umgenäht wie hier zu sehen. Und die komplette Bluse wurde auf circa dieser Höhe eingekürzt. Es wurde ein Gummiband oder ein Gurt eingeführt, welcher die Feldbluse ungefähr auf Hüfthöhe überm Gürtel enden ließ und war daher auch als Arschbetrüger bei den Soldaten verschrien. Und diese wurde sogar 45 noch mehr vereinfacht, dass anstatt 2 Knöpfen nur noch ein Knopf vorhanden war. Und das Infutter war nur noch an den Schultern leicht verstärkt, hatte aber 2 Innentaschen. Allerdings kein Koppeltragegestell mehr, da das damit nicht mehr möglich war. Insgesamt ist das damit also die letzte Feldbluse, welche an die preußischen Traditionen anknüpft und eben produziert wurde 1943. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Überblick erhaschen und dann bis zum nächsten Mal.